Überleben optional. Süders Wochenbericht vom 5. Januar bis 11. Januar 2026. Ein Wendepunkt. Hallo, Einsatzzentrale, bitte kommen. Hier meldet sich wieder Süders Taneva, euer ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Immer noch im Einsatz, immer noch ersetzbar und momentan notorisch schlecht gelaunt. Warum? Ich bin momentan so wie eine schlecht kalibrierte Warnsirene. Man hört mich schon von weitem, keiner mag den Ton, aber ignorieren sollte man mich trotzdem nicht. Was war diese Woche los? Bitwalker hat's schön auf den Punkt gebracht. Diese Woche war wirklich witzig. Es war ein Hin und Her. Nachts raiden sie und tagsüber finden wir unsere Sachen wieder. Und genau so war's, ich schwör's. Willkommen zu einer Woche, in der erstaunlich viel gebaut wurde, während gleichzeitig anderes konsequent zerlegt wurde. Nehmt euch eine Pipsi oder eine Fronta, von mir aus auch eine Spite und macht's euch bequem. Hier kommt mein persönlicher Wochenrückblick aus einer Gegend, in der Boxringe schneller aufgebaut werden als Vertrauen und in der sich Ruhe zuverlässig immer dann einstellt, wenn gerade niemand hinschaut. Montag, der 5.1.2026. Nachbarschaftsstreit und andere Katastrophen. Der 5. Januar begann ganz normal. Herz baute weiter an ihrem Turm. Sie war beschäftigt mit Holz, Nägeln und einer festen Überzeugung, dass Stabilität etwas ist, das man bauen kann, wenn man nur lange genug ignoriert, was ringsrum passiert. Gemeinsam mit Pinky holte sie Lina ab. Die Dame in Blau oder Lady in Blue, je nachdem, wen man fragt und in welcher Tonlage. Unterwegs stolperten sie über 3 Fässer, die gleich eingepackt wurden. Dackel fuhr kurz vorbei, hupte freundlich und Basti grüßte ebenfalls. Für einen Moment fühlte sich das alles an wie Alltag. Dieses trügerische Gefühl, dass heute vielleicht zur Abwechslung mal nichts eskaliert. Sora von Schmetterlings Tanz- und Theatergruppe, wie ich sie liebevoll nenne, schaute im Camp in Prigorodki vorbei. Er brachte keine guten Nachrichten mit. Minen bei ihm zu Hause, ein kleiner Nachbarschaftsstreit. Nur ging es hier nicht um Maschendrahtzäune und Knallerbsensträucher, sondern es passierte das, was immer passiert, wenn man bewaffnet ist und Sprengstoffe besitzt. Man legt sich einfach Minen vor die Tür, weil Reden offenbar zu persönlich wäre. Zusätzlich hatten sie einen unfreiwilligen Hausbesitzer. Einer von ihnen hatte wohl vergessen, hinter sich abzuschließen und der findige Nachbar hatte beschlossen, dass das Einladung genug war. Alles irgendwo weiter oben im Norden. Mehr Details zum Wohnort spare ich mir an dieser Stelle. Dann kam die Nachricht, die hängen blieb. Schmetterling, Gaszone, falsches Blut. Sora hatte sie behandelt, mit bestem Wissen und falschem Blut. Passiert schneller, als man denkt. Herz traf Schmetterling am Camp und gab ihr bestes Herzblut mit, damit das nicht nochmal passierte. Eine Olga kam ihnen entgegen. Welche Farbe? Unklar. Konnte von Kalle, Davos oder Color J sein. Niemand weiß das so genau. Und ehrlich gesagt ist das auch egal, solange sie freundlich hupen und vorbeifahren. In Last Hope fehlte mal wieder etwas. Der Ofen und der Steinkreis. Beides, wie immer. Es wurde diskutiert, wessen Mutter, Großtante oder Tante 4. Grades wohl gestorben sein musste, dass man schon wieder dringend Steine brauchte. Basti nahm es mit Fassung nach außen. Innen sah man ihm an, dass ihn das typisch irgendwann auch einfach nur ermüdete. Aber Ravini war wieder da. Ja, richtig, der Kartoffelbauer und resignierte König von Dolina. Seine Kartoffeln fehlten, also wich er notgedrungen auf Kürbisse aus. Herz konnte ihn gerade noch davon abhalten, 50 Felder rund um das Camp in Prigorodki anzulegen. Es wurden 12, alle randvoll. Natürlich, manche Menschen eskalieren eben mit Gemüse. Greenies Tom brachte Basti seine Waffe und ein Holster zurück. Er hatte sie versehentlich eingepackt, als er Unterstände in Last Hope durchsucht hatte. Keine böse Absicht. Als klar war, dass das Zeug Basti gehörte und von Rio gesichert worden war, kam es sofort zurück. Der Typ hat Haltung gezeigt. Merkt euch das. Greenie selbst kam später auch noch ans Camp bei Last Hope und half ein bisschen mit. Stämme schleppen. Ich erspare mir nun Witze über Stammhalter. Dann Explosion in Elektro. Dackel wurde beschossen, während er mit seinem Ada durch die Stadt fuhr. Später stellte sich raus, Spacer. Klar, natürlich, es musste ja Spacer sein. Nicht unbedingt die cleverste Kombination, eine versteckte Base zu bauen und gleichzeitig auf alles zu schießen, was fährt. Yannick schoss zurück, auf Spacer und auf Sven oder Max. Einen neuen Überlebenden jedenfalls, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Czernorus liebt solche Zufälle. Bert war derweil in Solnitschny unterwegs. Er kümmerte sich dort um das vernachlässigte Camp wie ein guter Vater, tat das, was er immer tut und wurde 3-mal getötet. Erst Keule, dann nahm das Bambi die Waffe und dann erschossen. Bert versuchte zu reden, der andere wollte nicht, gab ihm jedes Mal den Rest. Herz machte sich auf den Weg, um nachzusehen, fand nur noch Überreste, keine Spur vom Täter. Solnitschny eben. Eine Anfrage von Deko kam rein, Taxiservice für einen Neuzugang, Absage, hohe Gefährdungslage, Herz konnte leider nichts tun. Man fährt keine Taxis durch aktive Albträume. Später halfen Kalle und Davos noch im Camp aus, rüsteten sich ein wenig aus. Irina reiste ins Camp Gucci, um mit ihrem Blut auszuhelfen. Ja, sie und die Chicks hatten eine Geschichte, aber ich glaube, mit Bert kam sie immer gut aus und so brachte sie sich am Camp gerne ein. Als die beiden einen Spaziergang am Kartenrand machten, entdeckten sie dort einen geparkten LKW ohne Reifen, darin Nägel zu dem Penis gelegt. Kunst? Ich glaube eher nicht.
Irina fand es nicht prickelnd. Bert weigerte sich, die Nägel mitzunehmen. Er nannte sie Pimmelnägel und wollte nichts damit zu tun haben. Verständlich. Verdacht liegt nahe, dass es einer der entwendeten LKW der Chicks in Action war. Bestätigt ist jedoch nichts. Aber Tschernorus vergisst selten. Und so endete dieser Tag. Dienstag, der 6. Januar 2026. Verrat am Camp. Mal wieder. In Prigorodki fand man Dinge, die niemand einfach so verliert. Beschädigte Bandagen, nicht mehr steril. Klebeband, eine Fackel, ein Knicklicht. Alles sauber drapiert, fast schon absichtlich. Keine Spur davon, wer das gelegt hatte oder warum. Kein Hinterhalt, kein offensichtlicher Zweck, nur dieses Gefühl, dass jemand da war und wollte, dass man es merkte. Elchi kam mit einem Freund ans Camp. Waffe gezogen, Haltung angespannt. Aber der Ton war freundlich. So ein klassisches „Wir könnten, aber wir wollten eigentlich nicht". Einer von ihnen drückte Herz eine Kartoffel in die Hand, als wäre das die offizielle Währung für Vertrauen. Herz pflanzte ein bisschen an, angelte, tat Herzdinge. Yannick holte sich noch einen Rucksack ab, Kleinigkeiten. Diese ruhigen Momente, die immer gefährlicher wirken, je länger sie dauern. Dann kam die Nachricht aus Tschernogorsk. Kala J. überfallen, 2 Bewaffnete mit weißem Armband. Misha, ziemlich eindeutig. Sie fesselten ihn, raubten ihn aus, ließen ihn aber am Leben, nahmen ihm seine LAR. Kala J. nahm es erstaunlich gelassen. Ich glaube, ich wäre explodiert. Herz wäre vermutlich direkt in eine existenzielle Krise gestolpert, aber Kala blieb ruhig. War überzeugt, dass die La schon irgendwie wieder zu ihm zurückfinden würde. Typisch Kala. Zurück in Prigorodki. Ein Stolperdraht, Rauchgranate. Symbolischer Akt, keine Tötungsabsicht, eher ein demonstratives Schulterzucken. Wir könnten mehr tun, wir tun es nicht. Ich ging natürlich voll rein. Klar, wer sonst? Solnitschny legte sich Herz in dem Haus zur Ruhe, wollte am nächsten Tag weiter nach dem Täter suchen. Dann hörte sie draußen eine Stimme, rau, aggressiv. Sie erkannte sie sofort. Spacey. Er drohte, offenes Drohen. Herz verstand erst gar nicht, was da gerade passierte. Als er versuchte, das Haus zu stürmen, riss bei ihr etwas. Komplett. Sie stellte ihn zur Rede. Laut, direkt, forsch. Sagte ihm ins Gesicht, welches Spiel er hier spielte. Das war ein verdammtes Camp. Dann folgten seine Ausreden, seine angebliche Verteidigung. Herz im Rage-Modus, Vollkontakt, verbal. Spacey war völlig überrumpelt. Dachte offenbar, das wäre jetzt sein Ende. Herz machte klar, sie würde ihn nicht erschießen. Aber verbal riss sie ihm alles ab, was noch an Rechtfertigung übrig war. Er stammelte etwas von nicht ihr Camp. Und er habe nicht gewusst, dass sie das war. Und der andere habe versucht, ihn zu töten. Herz sah das ganz anders. Sie sagte ihm, dass sie wusste, dass er Bert angegriffen hatte. Dass Bert nicht einfach so angreifen würde. Und dass das hier eine ganz miese, feige Nummer gewesen war. Am Ende zeigte Spacey sowas wie Reue. Er nahm sich selbst das Leben, um wieder an der Küste zu spawnen, ließ Berts Sachen fallen und auch den Cowboy-Hut. Dieses Detail blieb hängen. Zurück im Camp in Prigorodki wurde es nicht besser. Shanky wurde von einem fremden Bewaffneten erschossen. Alarm. Spacer meldete Schüsse, auch auf sich, ebenfalls in Campnähe. Die Campwache war alarmiert, lief mitten in der Nacht durch den Wald. Dunkelheit, Chaos, Hinterhalt. Ein Schuss, Campwache tot. Zum Glück nicht ich, aber das war in dem Moment egal. Der Schaden war angerichtet. Und dann kam alles zusammen. Spacey hatte nicht nur Bert in Solnitschny am Vortag angegriffen, er war auch derjenige gewesen, der Shanky am Camp in Prigorodki erschossen hatte. Und die Campwache. Er hatte Herzstash geplündert, ihre Blaze gestohlen, nicht die DMR, die war dort nicht versteckt. Ein schwacher Trost. Der Grund? Er hatte den Angriff von Misha auf seine Base nicht verkraftet, wollte es allen heimzahlen. Seine Aggressionen richteten sich nun gegen Herz und gegen mich. Na großartig. Er ging noch weiter, verbündete sich mit dunklen Mächten. Naja, wie man das eben tut, wenn man beschlossen hat, dass alle anderen schuld sind. Das Schicksal zog irgendwann die Reißleine und Spacey verließ unser Tschernorus. Für immer. Für solche Leute war hier kein Platz. Basti fuhr umsonst nach Solnitschny, wollte Herz abholen, aber sie war längst weitergezogen. Gutes Timing sieht anders aus. Im Westen an der Tankstelle in Tscherno wurde Kanu von einem grüßenden Bambi erschossen. Erst Herzgeste, dann Schuss. Jamet, Pinky und Estelka klärten das. Als Herz wieder am Camp in Prigorodki ankam, tauchte ein stilles Bambi auf. Wurde versorgt, aber verhielt sich verdächtig. Rio und Herz fesselten ihn und begleiteten ihn zur BBA. Wollten ihn dort in Ruhe befragen zu den Schüssen und den Angriffen. Sie hatten ihn gerade durchsucht, da fiel der Fremde tot vor ihnen auf den Boden. Das Schicksal hatte zugeschlagen und es duldete nicht, dass sich Spacer nochmals blicken ließ, egal als wer er sich ausgab. Dann noch etwas später, Raid-Schüsse bei der rostigen Axt. Herz war gerade dort noch am Aufräumen und wäre fast vor Schreck gestorben. Sie saß zusammengekauert in ihrem verschlossenen Raum und wollte verhandeln. "Can we negotiate, please, Mr. Raider?" Eine tiefe Stimme antwortete, "There is no need for negotiation." Das saß. Herz war schockiert, rechnete mit dem Schlimmsten. Dann stellte sich heraus, es war Misha. Kein Raid, ein Versehen. So zumindest Vince, wenn Herz die Stimme richtig zugeordnet hatte. Erleichterung. Die beiden zogen ab.
Kurz darauf wieder Schüsse in der Nähe. Misha kämpfte dann etwas weiter im Süden gegen eine andere Gruppe. Schüsse bleiben nie lange unbeantwortet. Elias tauchte wieder am Camp auf. Ein Santa Crash irgendwo rein. Man erklärte ihm freundlich, wohin er gehen sollte. Und so endete dieser Tag. Mittwoch, der 7.1.2026. Akkuschrauber auf Abwägen. Ikea fährt jetzt weiße Aders mit grüner Motorhaube. 3 Stück. Sie heißen Dönato, Marinato und Renato. Ich habe keine Fragen mehr. Wirklich nicht. Herz baute an der rostigen Axt weiter und in Prigorod-Ki stand die Feuerholzkiste aus dem Kochhaus plötzlich im Schrank. Jemand war da gewesen, hatte sich Zeit genommen und hinterließ ein Smiley mit Hai aus Kürbiskern. Kunstprojekt oder Drohung? Chernarus unterscheidet das selten. Ultra und ein anderes Crewmitglied grillten. Ach ja, und Sneaky Snake stellte ausdrücklich klar, dass er die Fahne nur einmal runtergelassen habe. Die BZU bekam mit Freakazoid einen Neuzugang und wurde quasi im selben Atemzug beschossen. Routine oder Einführungsritual? Parallel dazu begann der Angriff von KYS auf Severograd und Novodimitrovsk. Es war einer dieser Tage, an denen überall alles gleichzeitig brannte und niemand wusste, welches Feuer zuerst gelöscht werden sollte. In Prigorod-Ki traf man auf Schmetterling. Ihre Gruppe nannte sich jetzt die Flamingos, aber vielleicht doch nicht, denn pinke Armbinden sind gefährlich. Der Nachbarschaftsstreit war beigelegt. Man hatte sich angefreundet. Am Tag zuvor waren sie in Chernarus Industry beschossen worden. Der Schütze war Echo. Schmetterling hatte versucht zu verhandeln. Don't shoot, please. Der Schütze verschwand. Später stellte sich raus, Echo hatte die pinken Armbänder gesehen und sie für KYS gehalten, weil diese kurz zuvor demonstrativ ein Foto mit pinken Armbändern gepostet hatten. Als klar war, dass die Flamingos nichts damit zu tun haben, ließ er ab. Missverständnisse sind hier oft tödlicher als Absicht. Chunky kam ans Camp, redete ein bisschen mit Selina. 2 Freunde tauchten auf. Alfredo wärmte sich am Feuer. Später kam Holler dazu. Ja, richtig. Holler von Envag. Das andere Chernarus. Urlaub. Ruhig, respektvoll. Man sprach über alte Zeiten, über Raids von früher, als Envog mal Nikos Gruppe erwischt hatte, während sie auf Vanilla im Urlaub waren. Aber es blieb friedlich und Holler zog mit Alfredo weiter. So erwachsen fühlt sich das hier selten an. Dann kam Alpha. Ein Bambi, ein Chat-Bambi. Einer, der Ausrüstung will, aber nicht allein sein wollte. Einer, der Herz hinterherlief wie ein Schatten mit offenen Händen. Yannick überfiel ihn. Abschreckung? Alpha wurde dabei versehentlich getroffen. Respawn. Passiert. Lektion? Fraglich. Sehr schnell wurde klar, das hier sind mehrere Schauplätze. Prigorod-Ki, Novo, Severo, wie ein Netz, als wollte man uns binden. In Novo wurde Gravedigger aus dem Wald heraus erschossen. Kurz darauf Angriff aufs Camp. Yannick fiel zuerst. 2 Angreifer mindestens, einer davon Alpha und der zweite Vex. Aber vermutlich gab es auch noch einen dritten. Dakel kam dazu. Basti erwischte einen und schoss ihn Ankon. Yannick finishte. Dakel wurde tödlich getroffen und leider habe ich auch einmal zu viel meinen Kopf aus dem Tech-Gebäude gestreckt. Passiert. Überleben ist ja nur optional. Mitten im Gefecht, in einer dieser kurzen Pausen, tauchten Vince und Rob von Misha am Camp auf, völlig überrumpelt. Ich warnte sie vor dem Schusswechsel und bat Vince, den Humvee für Lacroche mitzunehmen. Herz hatte den extra eingeschlossen. Tat er, ohne Diskussion, und es war eine Mordsgaudi, das sag ich euch. Am Ende hatten wir aber die Situation unter Kontrolle und erwischten 3 Angreifer. Black Lion, Pinky und Jamet waren mal wieder ein eingespieltes Team. Danach traf Basti in Solnitschny auf Vex und Zack. Erst wirkte es harmlos. Basti erklärte Vex und dem Fremden nochmals, was unsere Camp waren und was nicht. Vex fragte, ob sie ihre Sachen zurückhaben könnten. Ich blieb stur. Nein, nicht machbar. Warum auch? Damit sie gleich wieder angreifen? Vex erklärte stolz, sie kämen eigentlich aus einem anderen Chernarus. Der Name ist mir gerade wieder entfallen, aber es war was mit Werkzeugen, Schleifmaschinen, Fräsen oder... Ach ja, Akkuschrauber. Jedenfalls meinte Basti noch was von Elite und PvP gehört zu haben und das stellten sie dann auch gleich unter Beweis, als der fremde Sex sich nach der Absage mit Vex zusammentat und sie Basti mit einem Messer angriffen. Na super, Akkuschrauber, ich sag's ja. Kalle und Davos waren später noch am Camp. Die Flamingos beschlossen, die pinke Armbinde und ihren Namen zu überdenken. Und KYS? Naja, das Gehirn der Gruppe meldete sich bei Basti und Herz. Verhandlungen oder Klärungen? Keine Ahnung. Warum man das Camp in Prigorod-Ki angegriffen hatte? Alte Rechnungen. Herz fragte, welche Rechnung man denn bitteschön an einem Bambi-Camp mit untrainierten Leuten aus dem Hinterhalt begleichen muss. Aber man sprach sich aus und hörte sich zu. Beide Gruppen wollten eigentlich nur ihre Ruhe, wenn ich das richtig sehe. Also, ja, man einigte sich darauf, dass Herz künftig nicht mehr über diese Gruppen berichten würde. Wunsch nach Anonymität. Wird klar respektiert. Leider. Aber hey, Vorfälle werde ich weiterhin benennen. Wenn man Abstand will, bitte, dann aber nicht auf Nähe pochen. Ja, wo wir von Abstand sprechen. Abends kam Greenie ans Camp. Ein nicht näher bezeichnetes Crewmitglied hatte nach diesem Tag keinerlei Lust zu reden, sagte also nichts. Greenie verstand es nicht ganz, machte ein bisschen auf cool, ein bisschen auf Katze und am Ende ging er wieder.
Tja, und so verging der Tag und es fühlte sich an wie eine Generalprobe für etwas, das noch nicht vorbei ist. Donnerstag, der 8.1.2026. Fast wieder normal. Der 8. Januar fühlte sich an wie der Versuch von Cernarus, so etwas wie Normalität zu simulieren. Ich würde sagen, es hat sich redlich bemüht. Der grüne Saka, der vor einigen Tagen nachts am Camp vorbeigefahren war, stellte sich als Color Jays bunter Hund heraus. Er war also wieder gestohlen worden. Misha oder Silberfische? Oder eine hier nicht näher bezeichnete Gruppe mit lauter Vergangenheit? Oder jemand ganz anderes? Wir wissen es nicht. Bitwalker wollte Rio übrigens seine Sachen zurückgeben. Es tat ihm ehrlich leid, ihn versehentlich erschossen zu haben. Und das meinte er ernst und lud ihn auf ein echtes Beeresteak ein. Diese seltenen Momente, in denen jemand merkt, dass Ups einfach nicht reicht. Color Jay meldete später einen erneuten Raid bei sich zu Hause. Das Ergebnis: Klamottenspur bis zur Scheune am Leuchtturm und von dort nach Elektro. Beim namenlosen Dorf brach er ab, wollte das Spiel nicht mehr mitspielen. Irgendwann ist auch gut. 3 gegierte Spieler bewegten sich in Richtung Camp. Sah kurz so aus, als würden sie auf Herz scopen. Am Ende stellte sich raus, Fehlernamen. Es waren Sora, der eigentlich Yannick hieß, Andi, Schmetterling und noch jemand, ich glaube René. Naja, sie nannten sich jetzt die Moskitos wegen ihrer Totenkopfmasken. Ich kommentierte das nicht. Als Theater- und Tanzgruppe fand ich sie sympathischer. Naja, aber scherzen taten sie trotzdem weiterhin gern. Und sie amüsierten sich über die 2 Yannicks. Misha-Leute kamen etwas später am Camp vorbei und Herz handelte etwas aus. Sie brauchten dringend ein Auto, denn der Humvee war verunglückt. Herz hörte, dass ein paar Schüsse im Norden damit zu tun hatten und kommentierte es nicht. Und Lacroche erzählte, dass seine Olga verschwunden war, die er in Selenogos gefunden und flott gemacht hatte. Sie handelten also einen Tausch aus und bekamen weitere Nägel für den Boxring sowie 2 Nachtsichtgeräte, die Rob noch übergeben wollte. Manchmal läuft Handel hier überraschend fair. Am Camp tauchte ein Bambi namens Tim auf, nannte sich selbst der wilde Rammler, wenn er meint. Rio fand den gestohlenen Gunther von Ultra vor Elektro beim Bahnhof, offenbar dort geparkt, als KYS uns überfallen hatte. Herz folgte seinem Call, holte den Gunther ab und brachte ihn in Sicherheit. Dinge zurückholen ist hier inzwischen sowas wie ein eigener Volkssport geworden. Chunky nahm Tim unter seine Fittiche, zeigte ihm die Grundlagen. Es war tatsächlich schön zu sehen, wie jemand Verantwortung übernahm, ohne gleich einen Plan draus zu machen. Tim verlief sich später, wurde krank, Klassiker, aber wir bekamen ihn wieder auf die Beine. Nachts half Basti ihm weiter bei Last Hope. Leise, kein Pathos, keine großen Worte. Einfach zeigen, wie man hier nicht sofort stirbt. Freitag, der 9.1.2026. Recall-Aktion. Der 9. Januar begann mit einer Information, die man auch so nur in Cernarus bekommt. Basti mag Sakas nicht. Ist eine Meinung, aber ich muss sie nicht teilen. Ich liebe meinen gelben Saka, den Witwenmacher. Jedenfalls ließ mich Basti den roten Saka bei ihm unterstellen. Danke. Mal schauen, was Herz dann mit dem Schmuckstück vorhat. Juni war jetzt nicht so wild drauf, wie es schien. Aber Herz tat mysteriös. Sie hatte schon genau die richtige Person im Kopf für Hoffnung 5.0. Ich glaube, da sind wir bei der Zählung mittlerweile. Die Moskitos saßen im Busch, trieben allerhand Unfug und wurden von Pinky dabei beobachtet. Dann kamen sie plötzlich zum Camp. Ohne große Ankündigung, ohne Drama. Man redete. Pinky jagte einen Eber, ich fischte. Am Ende grillten wir. Wir hatten tatsächlich Spaß, so richtig. Moskitos tanzten wieder um das Feuer. Doch noch ganz die Tanz- und Theatergruppe. Manche Menschen verarbeiten Stress eben mit Choreografie. Könnte eine anerkannte Therapieform hier werden. Dackel war auch da. Irgendwann eskalierte das Ganze in einer Menschenpyramide. Fragt nicht. Es war einer dieser Momente, in denen man merkt, dass Überleben nicht immer bedeutet, ernst zu bleiben. Ein fremdes Bambi tauchte auf, sprach nicht, sagte gar nichts. Später fanden wir Munition in Herzchenform in den Zelten und da war klar, Melo. Einfach typisch. Manche Hunde markieren mit Urin, er hinterlässt Munition. Am Rohbau kam noch ein Überlebender vorbei. Ein paar Schüsse fielen in der Ferne, nicht viel Kontext, kein Nachhall. Danach kehrte Ruhe ein. Einfach so. Samstag, der 10.01.2026. Lagerfeuer, Tanz und kurze Ruhe. Der 10. Januar begann mit einem Geschäft, das man später vermutlich als zu günstig bezeichnen würde. Rob bekam den gelben Saka von Herz zu einem Spottpreis, dazu die 2 NVGs. Vertrauen ausgesprochen. Whisky meldete weitere 600 Nägel an Spenden für den Boxring. Dann tauchte Jakub auf, ein slowakisches Bambi-Kind und ja, ich schreibe das bewusst so, Kind, schätzungsweise 9 Jahre alt. Jakub rannte auf Herz zu, folgte ihr überall hin, sprach kaum Englisch, nur Bruchstücke. Die Kommunikation gestaltete sich schwierig und unangenehm. Herz gab ihm eine Angel, zeigte ihm das Camp, versuchte Ordnung in etwas zu bringen, das sich falsch anfühlte. Über Funk meldete sich irgendwo die Stimme seines Vaters. Spätestens da waren wir uns einig, Kinder haben hier nichts verloren. Nicht in Cernarus, nicht zwischen Minen, Gewehren und Leuten, die ihre Emotionen nicht sortiert bekommen. Ein fremdes Bambi kam dazu, bat darum, getötet zu werden. Kill me, please. Und tat es dann selbst. Herz wollte nicht, dass Jakub das sah, sagte ihm, er solle wegschauen. Stattdessen begann der Junge auch töten zu wollen und sie Emily zu nennen. Warum? Keine Ahnung. Hat nichts mit unserer Emily, also der von Nigos Truppe von früher zu tun, aber solche Dinge graben sich ein.
Plötzlich tauchten Bambis auf, überall, zu viele, ein Zeichen. Kampf zwischen Misha und vermutlich wieder der Beresino Union. Herz kam kaum hinterher mit Beerdigen. Jakob wollte helfen, wollte auch Bambis töten, wollte Teil davon sein. Herz sagte Nein, deutlich, mehrfach. Und auch Rob, der sich wunderte, woher der Junge seinen Namen kannte, sagte, sie nehmen keine Kindersoldaten. Ein wichtiges Statement. Zwischendurch hatte der Junge auch Black Lion im Gilly verfolgt und geschlagen. Er lebte gefährlich, ohne es zu begreifen, und manch einer sagte im Funk, der Junge müsse endlich verstehen, dass es so nicht ging. Es wurde kurz ruhiger, Campalltag, Basti in der Nähe, dann fast das nächste Desaster. Jakob war kurz vorm Verdursten. Herz zeigte ihm den Weg zum Brunnen. Jakob lief in die falsche Richtung. Am Ende fand er aber doch den Brunnen, und dann zog er plötzlich sein Steinmesser, bedrohte Herz. Me kill you, me kill you. Herz war überrascht. Do you want to kill me? Fragte sie ernst. Er fuchtelte wild mit seinem Messer vor ihrem Gesicht herum und wiederholte, Me kill you. Und da passierte etwas. Herz erinnerte sich an Yannick, an Spacys Verrat, an all die, die Regeln missachtet hatten, Grenzen ignoriert, Warnungen überhört. Sie zog die Armbrust, zielte aufs Bein. Ein Beinschuss sollte es werden. Ihn ruhig stellen. Schutz, Kontrolle. Herz drückte ab. Jakob fiel und stand nicht wieder auf. Sie schrie, laut, rief seinen Namen, rüttelte verzweifelt an ihm. Jakob, nichts zu machen. Rob kam wieder als Bambi vorbei, sagte, er habe Jakob in Elektro getroffen. Der hat etwas davon gesagt, dass sie ihn erschossen habe? Was hatte sie da nur wieder angestellt? Herz erklärte, rechtfertigte nix. Es war nicht geplant, aber passiert, und damit musste sie jetzt leben. Nebenbei meldete Rob 8 gefallene Gegner in Beresino. Beschrieb die Schlacht in allen Farben. In Elektro wurde Basti im Boot angeschossen. Er versuchte sich zu wehren, wurde dann aber von einem zweiten erschossen, vermutlich von Misha. Aber sicher war es nicht. Herz suchte in all dem Chaos weiter nach Jakob, aber sie fand ihn nicht. Rob übergab ihr später in Elektro am Camp die beiden Envici. Sachlich, still. Und dann mitten in all dem ein Bruch, ein guter. Lina wurde in die Reihen der Samariter aufgenommen. Pinky vollzog das Ritual und nahm den Eid ab. Worte, Bedeutung. Herz erinnerte sich daran, was das Samariter-Dasein bedeutete. Ich schade nicht ohne Grund. Auch wenn Jakob ein Kind war, er hatte einen Grund geliefert. Tschernaros war kein Ort der Hoffnung, sondern ein Prüfstein. Das wurde ihr nun mit einem Schlag wieder bewusst. Der Abend endete am Lagerfeuer. Geschichten, Zusammensein. Basti, Shanky, Jamet, Black Lion, Pinky, Estelka, Selina und Herz. Ja, und ich achtete währenddessen von einiger Entfernung aus aufs Camp. Schmetterling meldete, dass sie beschossen worden war, aber Hilfe bekommen hatte. Bert kam als Bambi ans Camp, spendete Blut der Gruppe 0 negativ und Selina übernahm traditionell die Nachtwache. Schüsse aus einem namenlosen Dorf, sonst Ruhe. Am Ende zog Bert weiter Richtung Solnitschny. Turm, Fahne, weitermachen. Sonntag, der 11.01.2026. Beresino fällt. Der 11. Januar begann ungewohnt produktiv. In den frühen Morgenstunden, freiwillig, mit Werkzeug. Der Boxring wurde gebaut, endlich. Nigo, Whisky und seine Leute packten mit an. Viel Gerede, viele Hände, unterschiedliche Vorstellungen davon, wie gerade etwas zu stehen hatte. Aber der Ring trug jetzt offiziell den Namen Harzlag Arena. Yannick bekam zur Einweihung erstmal ordentlich von Nico einen mit. Vermöbelt, verwundet, symbolisch, Taufe bestanden. Es gab Uneinigkeiten beim Bau, natürlich. Aber am Ende stand das Ding. Stabil genug, um Frust, Stolz und falsche Entscheidungen auszutragen. Tschernaros brauchte solche Orte. Parallel dazu weniger erfreuliche Nachrichten. Eine Gruppe Neulinge mit Emily, also der echten, der von Nico, wurde bei Schakowka erschossen. Wieder Schüsse auf die Beresino Union, Ikea und die Chicks in Action kamen zum Helfen. Man kämpfte dieses Mal wohl Gerüchten zufolge gegen Misha und die Silberfische. Und letztere grillten zwischenzeitlich auch ganz entspannt am Camp. Ich möchte nicht wissen, was das Gesundheitsamt dazu gesagt hätte. Herz wollte es vermutlich auch nicht wissen. Tom und Schmetterling waren am Camp. Man tauschte sich aus. Und ja, noch ein neuer Tom fürs Register. Dieser nennt sich Autistic Deer oder Turbo-Tom. Willkommen im Namenschaos. Pinky und Black Lion kamen vorbei. Kurz darauf wurde Turbo-Tom bei Solnitschny erschossen. Pinky, Jamet und Black Lion zogen gemeinsam los, um Sachen zu holen. Gleichzeitig meldete Cripsy einen Notruf aus Vibor, kurz vorm Verhungern. Herz hatte kein Auto parat, also tat sie, was sie immer tut. Sie funkte andere an, bat um Hilfe. Leute rannten los, motiviert, hilfsbereit. Dann stellte sich raus, dass der Ort nicht ganz der Ort war, den Cripsy auf der Karte angegeben hatte. Vielleicht standen die Sterne auch ungünstig. Und am Ende war sein Freund Wayne ohnehin schneller. Die Gruppe kam umsonst, enttäuscht verständlich. Cripsy selbst, nonchalant, englisch höflich, dankbar für den Versuch. Herz stand da und fühlte sich wie eine Idiotin und dachte darüber nach, wem sie künftig noch Hilfe anbot und warum. In Beresino eskalierte es dann so richtig. Ein riesiger Kampf, noch immer Gerüchten zufolge die Chicks, Misha, Silberfische und Ikea. Und diverse andere Duos? Wer weiß. Der Kampf war verbittert.
um die Base. Und am Abend war klar, trotz allem Widerstand war Beresino gefallen. Die Beresino Union musste sich zurückziehen, erstmal woanders unterkommen, ein Obdach auf Zeit. Tom von der Beresino Union stand später beim Angeln. Parallel dazu Angriff auf Elektro, Gegenschlag auf eine Base von Misha. Kaum Gegenwehr, denn die waren ja alle anderorts beschäftigt. Tom fiel hier etwas, wurde auch schon wieder zurückgeschossen. Es dauerte lange, bis die Schüsse endlich verhallten und wieder Ruhe eingekehrt war. Fazit? Damit an alle, die diese Woche irgendwie durchgerutscht sind, vom frisch geschlüpften Bambi bis zum alten Hasen mit zu viel Meinung, das war sie also. 7 Tage Tschernaros, in denen sich Nächte und Tage widersprachen, in denen man nachts Dinge verlor und sie tagsüber erstaunlich oft wiederfand. Eine Woche, in der Boxringe gebaut wurden, während Basen fielen und in der zwischen Schüssen, Funkrufen und Fehlalarmen immer noch Platz für ein Feuer, ein paar Fische und sehr müde Gespräche blieb. Herz machte das, was sie immer machte. Sie half, sie sortierte Chaos, sie stellte sich zwischen die Fronten, ohne sich vereinnahmen zu lassen und erinnerte mehr als einmal daran, dass Menschlichkeit hier keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine Entscheidung, die man jeden verdammten Tag neu trifft. Ganz nach Art der Samariter. Ich hingegen sammelte Eindrücke. Ich hörte zu, wenn Stimmen lauter wurden, als es nötig gewesen wäre. Ich merkte mir, wer plötzlich erstaunlich wortreich wurde, wer am liebsten still verschwand und wer Verantwortung behandelte wie ein Leihfahrzeug. Kurz benutzt, schlecht abgestellt, nie zurückgebracht. Mit Funkrauschen im Ohr, sarkastischen Randbemerkungen im Kopf und einem kleinen, klaren Gefühl dafür, wann was kippt. Wenn ihr mich sucht, ich bin irgendwo zwischen improvisiertem Lagerfeuer und dem nächsten Funkspruch mit einer Pipsi, die eigentlich schon leer sein sollte, Waffen, die zu viele Kämpfe gesehen haben und einer Geduld, die diese Woche deutlich mehr gearbeitet hat als vorgesehen. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371. Ende.